Heute gibt es von mir mal wieder ein Video zu hilfreichem Zubehör für dieses Gerätchen hier. Ich habe hier den DJI Osmo Pocket 4. Ich habe es ja in meinem Tipps und Tricks Video schon angesprochen. Für das Gerät gibt es sehr viele Filter und so weiter, die ihr natürlich auch verwenden solltet, wenn ihr die höchste Qualität hier rausholen wollt. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Jetzt ist es so, sehr viele Hersteller sind auf mich zugekommen, haben mir unter anderem auch Filter für Reviews geschickt und die möchte ich euch natürlich vorstellen. Ich habe die nach und nach alle ausprobiert und möchte euch heute die Filter von der Firma Telesin vorstellen. Nicht nur die Filter, sondern auch noch anderes Zubehör. Da gibt es jede Menge für den Osmo Pocket 4, was natürlich auch für den Pocket 3 kompatibel ist, denn die magnetische Aufnahme an der Kamera und auch hier unten für einen Batteriegriff oder so ist da eigentlich dieselbe. Also lasst uns doch einfach mal beginnen. Wie in meinem Tipps und Tricks Video habe ich euch schon öfters mal gesagt, ND-Filter oder Filter allgemein solltet ihr wirklich verwenden, damit ihr eure Belichtung richtig anpassen könnt. Und da gibt es auch von Telesin passende ND-Filter. Ich habe hier einen Filterkit, da ist jetzt ein ND16, ein ND64 und ein ND256 drin. Das heißt, ihr habt da eine relativ große Bandbreite, wo ihr euch die Belichtung runterziehen könnt. Mit dem ND16-Filter, da seid ihr so an bewölkten Tagen eigentlich relativ gut unterwegs. Der ND64, das ist dann wirklich schon ein Filter, den solltet ihr verwenden, wenn ihr wirklich sehr sonnige Tage habt. Und der ND256, den verwendet ihr eigentlich nur noch, um wirklich Langzeitbelichtungen machen zu können. Die sind da hier in dem Pack drin. Dazu bekommt ihr auch noch einen Polfilter. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Und gerade bei ND-Filtern oder Filtern allgemein ist es ja auch wichtig, dass die vielleicht nicht unbedingt so eine Farbverschiebung in euer Bild reinkriegen. Und ich habe euch das Ganze mal getestet. Ich kann euch das hier gerade mal einblenden, wie die verschiedenen Filter, was die für eine Auswirkung auf eure Bildfarbe haben. Ich habe das Ganze hier natürlich im Logprofil aufgenommen, um dann noch den passenden LUT zu verwenden, um einfach die volle Qualität rauszubekommen. Und da seht ihr so die kleinen Unterschiede in den Farben. Die sind jetzt nicht wirklich groß, also da kann ich euch die Filter auch wirklich empfehlen. Ich konnte damit wirklich sehr gut arbeiten und die ND-Filter und der CPL-Filter sind natürlich nicht die einzigen. Es gibt da auch noch zwei weitere Filter und eine Weitwinkellinse. Je nachdem, was ihr da für ein Set vom Pocket 4 bekommen habt, beziehungsweise gekauft habt, habt ihr vielleicht schon eine Weitwinkellinse mit dabei. Falls nicht, Telesin bietet euch da auch eine an und da zeige ich euch auch gerade mal den Unterschied zwischen der normalen Bildwirkung und der Bildwirkung mit der Linse vorne dran. Da habt ihr dann einfach noch ein bisschen mehr Weitwinkel, gerade fürs Vloggen aus der Hand, da müsst ihr dann nicht so weit weggehen, ist das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher. Ihr habt dann noch einen LPF-Filter, das ist ein Light Pollution Filter, der ist eher für Nachtaufnahmen. Wenn ihr Nachtaufnahmen macht, dann filtert euch dieser Filter so ein bisschen das gelb-orangene Licht von Straßenlaternen bzw. von Städten einfach raus. Es bietet sich an, wenn ihr da irgendwie Nachtaufnahmen, vielleicht auch Zeitrafferaufnahmen oder so in der Nacht machen wollt, da könnt ihr einen LPF-Filter verwenden und auch der funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier noch einen Filter, der ist vielleicht für sonnige Tage ganz interessant, aber auch für Nachtaufnahmen, und zwar einen 6-Point-Star-Filter. Und der Filter, der hat hier so kleine Muster im Glas drin. Und der zeigt euch einfach so ein bisschen Sonnensterne, beziehungsweise nicht, er zeigt die euch nicht, sondern er ruft die halt hervor. Durch diese kleinen Drähtchen oder was das auch immer sind, die da drin sind, bekommt ihr da richtig schöne Sonnensterne. Ich zeige euch hier auch mal einen Videoausschnitt, wo das Ganze verwendet wird. Ihr habt da eben wirklich Sonnensterne und das kriegt ihr dann natürlich auch von Straßenbeleuchtung und so weiter hin. Das muss man natürlich mögen. Die einen wollen das unbedingt haben, die anderen brauchen es vielleicht nicht unbedingt. Ihr habt damit eben die Möglichkeit, das Ganze hervorzurufen. Und dann gibt es da natürlich auch noch eine Lösung für die Akkulaufzeit, sag ich mal. Beim Pocket 4, auch in der Creator-Combo, ist ja leider kein Batteriegriff mehr drin. Ich habe hier den originalen DJI-Batteriegriff, der hat 950 mAh. Das ist jetzt meiner vom Pocket 3, der geht aber natürlich auch hier am Pocket 4. Telesin hat aber auch da eine Lösung für euch und zwar, ihr seht es ja auch schon, die ist deutlich größer und der Griff hier bietet euch 5000 mAh. Das ist also mehr als 5-mal so viel wie das, was der Originale euch bringt. Ihr habt da dann also wirklich eine richtig ordentliche Laufzeit. Das Ganze lässt sich am Pocket 4 natürlich auch ganz normal befestigen über USB-C. Das Ganze klickt sich hier ein und dann seht ihr
Auch hier wird der Osmo Pocket 4 dann natürlich drüber geladen. Jetzt gibt es einen kleinen Unterschied zu dem originalen Griff, und zwar der Batteriegriff hier, der verhält sich einfach wie eine Powerbank. Das heißt, der Osmo Pocket 4, der lädt jetzt hier auf, ganz normal, als würdet ihr den über USB-C laden. Beim originalen Griff ist es ja wirklich so, der wird als originaler Griff erkannt. Und dann zeigt euch hier der Pocket 4, ich werde mal gucken, ob es hier jetzt gleich geht, der zeigt euch eben den Batteriestand dann für den Griff und für den Pocket 4 an. Das ist dann genau hier jetzt gerade die Sache. Das ist eben bei diesem Batteriegriff nicht so, da er so gesehen wie eine Powerbank funktioniert. Ist vielleicht so der kleine Unterschied. Dafür habt ihr eben 5-mal bzw. mehr als die 5-fache Kapazität. Das müsst ihr halt für euch so ein bisschen rausfinden, was ihr da lieber habt. Den originalen Griff, wo euch dann alles korrekt angezeigt wird, oder eben ein Griff von jetzt hier Telesin, der euch dann da eben sehr viel mehr Kapazität mitbringt. Das dürft ihr natürlich selber entscheiden. Ich tue euch natürlich auch mal den Griff unten in der Beschreibung verlinken. Und das letzte Teilchen, was ich hier noch habe, ist dieses Auffülllicht. Beim Pocket 4 gibt es ja dieses kleine Auffülllicht, das ihr hier oben dran bringen könnt, um euch da ein bisschen Licht zu machen. Dieses Auffülllicht hier, das wird hier unten befestigt. Das ist dann also hier fest. Ihr könnt es, ihr seht es hier, das ist befestigt. Ihr könnt die Lichter dann hier auch drehen. Die sind hier magnetisch befestigt. Das heißt, ihr könnt die hier natürlich auch so wegnehmen. Und dann könnt ihr die natürlich auch anmachen. Und ihr seht es jetzt hier gerade mal, das ist schon relativ hell. Das hat auch verschiedene Helligkeitsstufen. Ich stelle jetzt hier mal eins auf die dunkelste und eins auf die hellste Stufe, dann seht ihr hier mal den Unterschied. Da ist also schon was möglich, und ihr könnt natürlich auch die Farbtemperatur auswählen. Wir haben jetzt hier, ich stelle es hier auch gerade einmal gegensätzlich ein, wir haben einmal komplett kalt, dann so eine mittlere Wärme und eben ganz warmes Licht. Da könnt ihr euch das passend zur Umgebung einstellen. Das ist jetzt hier so am Griff dran. Wie gesagt, ihr könnt es hier ein bisschen verstellen. Es hat halt den Nachteil, das originale Licht, das schwenkt ja mit dem Gimbal mit. Das habt ihr hier jetzt nicht. Dafür habt ihr hier deutlich helleres Licht. Das ist hier auch so ein bisschen mit so einem kleinen Diffusor, also das wird nicht wirklich hart auf euch scheinen. Und wenn ihr beide auf komplett hell stellt, dann könnt ihr da in der Nacht auch euch sehr, sehr gut beleuchten. Ihr könnt das Ganze dann ganz normal über die Tasten hier auch wieder ausschalten, dann ist es aus, ihr habt es hier dran. Sieht meiner Meinung nach natürlich auch ein bisschen witzig aus, lässt sich hier über USB-C da hinten laden, und dann könnt ihr das natürlich je nach Belieben dran machen oder wegmachen oder wie auch immer. Vielleicht wollt ihr aber auch das Originalzubehörteil benutzen. Das wird ja hier über die Kontakte hier hinten gepowert. Also wie ihr seht, gibt es da wirklich sehr, sehr viele Zubehörteile jetzt hier von Telesin. Die ND-Filter, die würde ich euch wirklich nahelegen, denn wir haben es ja auch schon beim ersten Video, wenn ihr das gesehen habt, von mir gesehen. Der Pocket 4 tendiert leicht zum Überbelichten, und bei sonnigem Wetter kommt er da auch wirklich an die Grenzen von seiner Verschlusszeit. Das solltet ihr also auf jeden Fall ND-Filter einsetzen. Und wie ihr gesehen habt, gerade von der Farbwiedergabe sind die wirklich nicht so schlecht, also die sind gut, und deswegen kann ich euch die wirklich mal nahelegen. Wie gesagt, ich habe noch andere Hersteller im Petto, die werden auch noch alle kommen, also abonniert den Kanal am besten, um noch weitere Videos zu sehen. Wenn euch das Video so gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da, und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen, die versuche ich dann noch zu beantworten. Von Telesin gibt es natürlich auch noch mehr Zubehör, zum Beispiel für die Insta360 Luna Ultra, die mich hier jetzt gerade filmt. Auch dazu wird es später mal noch ein Video dazu geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Filmen oder Fotos machen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao.